Ja, hallo liebe Leute, ein neues FreeCAD-Video. Hier möchte ich zeigen, wie man sehr, sehr viele einzelne Elemente konstruiert über Multiplikation. Und das machen wir nicht im Part-Design, sondern im Draft-Modus und im Part-Modus, weil der Part-Design-Modus ist dafür völlig ungeeignet und selbst mit dem Draft- und Part, mit der Draft- und Part-Workbench ist das sehr aufwendig. Deswegen habe ich hier auch schon die Stoppuhr stehen, damit man hinterher sieht, wie lange muss man denn auf sowas warten. So, hier seht ihr, was ich auf der Tastatur tippe und wie ich die Maus bediene, nur zur Info. Also fangen wir an, wir machen eine neue Datei und dann, wie gesagt, machen wir es nicht im Part-Design-Modus, sondern wir fangen an im Draft-Modus. So, im Draft-Modus haben wir hier den Hintergrund, das da ist der Nullpunkt, so hoffe ich mal. Und wenn das nicht ganz so hinkommt, was ich hier mache, dann ist das nicht schlimm, das kann man hinterher immer noch ein bisschen verschieben. Also ich möchte erstmal, ich habe angefangen heute Morgen mit einem Kreis, den ich da multipliziert habe, aber das führt zu sehr, sehr langen Rechenzeiten und vor allen Dingen, da ist der Rechner dann abgestürzt, weil ich die 32 GB RAM und die knapp 60 GB Auslagerungs-SSD völlig ausgenutzt hatte. Dann geht es wupp und dann ist das FreeCAD zu. Deswegen mache ich das hier mit dem Rechteck. Und zwar das Rechteck, das zeichne ich, das lasse ich beginnen bei minus 40 mm. Und machen wir das so? Ja, machen wir so. Minus 40 mm, minus 40 mm auf Z natürlich 0. Und dann kriegt das eine gewisse Größe, dieses Rechteck. Und zwar, das wird 0,5 mm und 0,5 mm groß. Das hat er jetzt nicht genommen. Aber jetzt, so, da ist jetzt das kleine Rechteck. Warum mache ich sowas? Ich möchte für mein Mikrofon, mit dem ich hier gerade spreche, einen sogenannten Popfilter versuchen, auf dem 3D-Drucker zu drucken. Wenn man singt, dann nimmt das Mikrofon sehr stark die P- und B-Laute auf und das ist dann richtig laut zu hören und das kriegt man mit so einem Popfilter normalerweise weg und den möchte ich halt versuchen auf einem Drucker zu drucken. So, deswegen reicht auch nicht so ein Rechteck, sondern da brauchen wir jetzt viele von und das machen wir erstmal auch die Vervielfältigung im Draft-Modus und zwar da zeichnen wir jetzt zwei Linien ein. Eine Linie, die geht von hier, das heißt, das sind minus 40, 0, 0 und dann läuft die nach hier hinten und da sind das dann 80, 0, 0. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie, die wir brauchen, die lassen wir starten bei 0, minus 40, 0 und zeichnen die hier hoch und dann geht das dann auf 0, 80, 0. So, das ist alles, was wir erstmal brauchen. Wir können jetzt hier wieder auf Modell umschalten, da sieht man die drei Sachen. Jetzt wird einmal das Rechteck angetippt, dann die Linie und dann gibt es hier eine Funktion, die findet man hier in diesem Menü hier, was hier so 6 so Rechtecke hat oder Quadrate und da gibt es dann die Möglichkeit Pfadanordnung zu wählen und da klickt man einmal drauf und dann malt er hier erstmal 4 Stück rein und ich will aber nicht 4 haben, ich will 100 haben. Und dann kann man hier reinschauen und dann sind das wirklich so 100 Rechtecke und dann
geht man her, selektiert das Away, die zweite Linie mit der gedrückter Steuerung-Taste und dann klickt man wieder hier auf diese Funktion. Da kann ich jetzt direkt draufklicken, die ist noch da, Fahrtanordnung. Und dann können wir hier wieder die 100 eintippen und dann habe ich 100 mal 100 solche Rechtecke. Und wenn ich das im Sketch-Modus machen würde, dann würde ich Stunden verbrauchen. Hier geht das innerhalb von Sekunden. So, die Linien hier, die können wir ausblenden, genau wie im Part-Design-Modus auch. Einfach anklicken, einmal Leertaste drücken, dann sind die unsichtbar. Ich habe jetzt hier das Part Away. So, jetzt wechsle ich hier in die Part Workbench. Wir gehen hier so in diese Ansicht und da möchte ich jetzt eine Aufpolsterung machen, beziehungsweise das nennt sich hier Extrudieren. Da klicken wir einmal drauf. Dann möchte ich das 1 mm in die eine Richtung und 1 mm in die andere Richtung laufen lassen. Ich klicke OK und dann starte ich die Stoppuhr und dann dauert das einen Moment. Ja, der ist da am Rumrechnen und das ohne Ende und deshalb machen wir das parallel schon mal im Blender, um zu schauen, wie schnell das denn da geht. So, da haben wir Blender offen, die neueste Version und der Würfel hier, der ist genau richtig. Kamera und Lichtquelle brauchen wir nicht. So, wir gehen in die Aufsicht. Ich mache jetzt gerade mal hier dann machen wir das einmal so durch, dann unterteilen wir das, nee, nicht vertikal, horizontal. So, dann haben wir hier die Ansicht, da diese Ansicht und ich kann jetzt hier immer wechseln und dann sehen wir hier, da läuft immer noch FreeCAD und ist am Rechnen und deswegen wird der Bildschirm auch nicht aufgefrischt. Okay, dann gehen wir hier weiter. Also dieser Würfel hier, der hat Ausmaße von -1, -1, -1 bis 111, also eine Kantenlänge von 2 mm. Ich sage jetzt mal Millimeter, man kann auch Blendereinheiten sagen. Und das heißt, wir wollen ja so einen Würfel generieren, der auch diese 0,5 mm hat. Das heißt, wenn ich den durch 10 teile, dann habe ich 0,2 mm durch 5, 2 durch so, haben wir gerade 2 durch 0,5, also durch 4, 1 durch 4 mal 0,25. Okay, das heißt, ich mache jetzt diesen Würfel hier, den skaliere ich. So, einmal selektieren, so, dann können wir den skalieren. Und jetzt können wir eingeben, einmal Shift Z, dass die Z-Achse
nicht mit skaliert wird. Und dann machen wir hier 0,25 und dann haben wir hier den Würfel, der ist immer noch so hoch und er ist aber hier, das sollten jetzt 0,5 sein und das können wir jetzt mal auschecken. Ich gehe in den Edit-Mode und mache hier Taste N an und dann, ich habe den im Object-Modus skaliert. Das ist Mist, also dann machen wir gerade hier einmal Object Clear Scale. Das war nicht gut. Wir machen das jetzt Ganze mal im Edit-Mode. S, Shift, Z und dann habe ich gesagt 0,25 und dann können wir uns das hier mal gerade anschauen. Dann haben wir hier minus 0,25 bis plus 0,25, also der ist genau diese 0,5 Millimeter als Maß. So, der ist immer noch hier am Rechnen. Machen wir weiter. Dann möchte ich den ja von minus 40 starten lassen. Das heißt, ich bin im Object-Modus. Das ist jetzt hier auch völlig in Ordnung. Und dann machen wir gx minus 40 und gy minus 40. Und dann möchte ich den jetzt genauso multiplizieren, wie ich das da gemacht habe. Oder ähnlich, sagen wir einfach ähnlich. Und das machen wir mit diesem Schraubenschlüsselsymbol hier. Und das Ganze nennt sich Array. Und dann können wir angeben, wie viel Stück. Also das waren ja 100 Stück, was ich machen möchte. Und da müssen wir uns das Maß überlegen. Relativer Offset. Gucken wir uns das mal an. Da sieht man hier, das ist viel zu dicht. Das heißt, da müssen wir jetzt überlegen, wenn wir die 80 durch 100 Stück teilen, dann wären das 0,8 und dann wollen wir das aber hier umstellen und zwar auf einen konstanten Offset und zwar, da tippen wir jetzt die 0,8 ein. Und dann sollte das jetzt auch so ungefähr werden, wie wir das im anderen Beispiel hatten. So, jetzt können wir dieses Array hier einfach kopieren. Ich hoffe, das geht noch so wie es früher ging. Das ist aber gerade mal hier schon. Da können wir einfach sagen Duplicate. Und dann ändere ich hier das ab von 0,8. Und dann habe ich mein Objekt hier erzeugt, mit dem ich hinterher das schneiden möchte. So, dann gehen wir jetzt hier hin, fangen wir hiermit an, da sagen wir Apply, da sagen wir Apply. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, dann sehe ich, dass ich ein Objekt habe mit diesen vielen, vielen Rechtecken. Da rechnet jetzt FreeCAD immer noch dran und in Blender habe ich das schon fertig. Jetzt sei es drum, ich mache das jetzt hier gerade mal unsichtbar und erzeuge hier einen... Wo kommt der denn her? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ist aber auch nicht weiter wichtig. So, wir machen jetzt hier ein neues Objekt, das heißt Shift A. Da erzeuge ich ein Mesh und zwar einen Zylinder. Der Zylinder, der ist genau wie der Quader. Der hat einen Radius von 1, also einen Durchmesser von 2 mm und eine Höhe hat er auch von 2 mm, beginnt bei
bei -1 bis +1. So, wenn ich jetzt das hier wieder einblende, dann sehen wir diese Dinger hier, die sind genauso 2 mm hoch. Ich möchte diesen Zylinder hier, dem möchte ich eine Höhe geben. Und zwar, der soll, gehen wir jetzt einmal in den Edit-Mode, dann stellen wir das hier um auf den X-Ray-Mode. Dann kann ich mich hier wunderbar die alle selektieren, auch die dahinter liegen. Und jetzt tippe ich einfach hier eine 0 und dann fängt er bei 0 an. Dann können wir die hier selektieren und dann haben wir auf Z, das ist 1 und da mache ich 0,08, also 2 Schichten. Ah ne, das ist schon mehr. Aber 0,5, das sind dann 2 Schichten. So, jetzt habe ich diesen Dings hier. Diese Scheibe, die ist natürlich winzig klein. Wenn man das hier jetzt anmacht, sieht man viel zu klein. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das skalieren müssen. So, wir machen S, machen wieder Shift Z und dann kann man hier so sehen, ich kann das so aufziehen und dann sieht man oben, okay, 40. Na, ich mache das jetzt einfach mal 38. Und da möchte ich jetzt eine Differenz von bilden. Das heißt, der Zylinder, dann geht man hier wieder auf dieses Schraubenschlüssel-Symbol und hier haben wir dann Boolean und dann gerade mal schauen, ist er hier jetzt fertig? Ne, der ist immer noch kräftig am Rödeln. So, dann gehen wir hier. Das ist eine Differenz, das ist richtig. Das Objekt, das ist der Cube. Das ist auch korrekt. So, da hat er jetzt schon was zu tun. Also es ist eine Stunde an FreeCAD dran und hier mal gucken, wie schnell diese Operation hier geht. So, ungefähr 1 bis 2 Minuten und dann zeigt er hier schon wieder was an, ist aber immer noch im Moment am Rödeln, so wie es aussieht. Oder aber, ja, der ist immer noch am Rödeln.
Okay, da sind wir jetzt fertig und dann haben wir hier, jetzt können wir hier den Modus wieder umstellen und dann sehen wir hier, die Cubes sind noch alle sichtbar, die können wir jetzt hier unsichtbar schalten und dann haben wir hier wirklich so eine Disk, wo diese Löcher ausgeschnitten sind. Das ging doch relativ fix. Jetzt machen wir da, so, FreeCAD ist immer noch am Rödeln, dann machen wir hier jetzt nochmal den Randstadt rum. Das heißt, ich erzeuge wieder, wie machen wir das denn? Nicht ganz so einfach. Sind wir im Edit-Mode? Nö. So, jetzt haben wir es Mesh. Da machen wir wieder einen Zylinder. So, der kriegt jetzt wiederum eine Bearbeitung im Edit-Mode. Da können wir jetzt wieder hier den X-Ray-Modus anschalten. Der soll auch hier unten schön anfangen. Das heißt, das geht auf 0. Das hier kann ruhig ein wenig überstehen. Dann machen wir 0,75. Alles selektieren. Dann S Shift Z. Und dann ziehen wir das jetzt so groß. Dann machen wir jetzt ruhig mal 40. Und dann muss man sich noch überlegen, wie man das jetzt hier entsprechend bearbeitet. Das heißt, ich selektiere jetzt erstmal die obere Fläche. Machen wir mal den X-Ray-Modus wieder aus. Machen wir mal den Zylinder hier unsichtbar. Ach Quatsch, da muss ich draufklicken. So, jetzt haben wir den hier. Dann entfernen Only Faces oder Faces. Hier machen wir Only Faces und das machen wir hier auch. Only Faces. Jetzt habe ich nur noch diesen Rand hier drum stehen und dann machen wir die mal wieder an und dann muss das ja jetzt hier noch dran geführt werden. Das heißt, wir gehen in Edit Mode und selektieren jetzt hier einen, machen Steuerung 11, L und dann Extrude X0, dann skalieren wir das in der Aufsicht, skalieren Shift Z und dann ziehen wir das jetzt bis da dran. So, und dann habe ich meinen Pop-Schutzfilter schon konstruiert. Den kann ich jetzt exportieren als STL und in FreeCAD verwenden. Da werde ich den nicht umwandeln in ein FreeCAD-Objekt, sondern da bleibt der in Mesh. Und dass der jetzt hier so grob ist, das liegt daran, dass ich das nicht feiner gemacht habe. Wenn ich das möchte, kann ich das durchaus machen. Okay, und FreeCAD rechnet hier immer noch an der Multiplikation dieser Quader und in Blender bin ich jetzt gerade mal 7-8 Minuten zugange.
So, vielleicht kann ich das Ding auch komplett in Blender fertig machen. Schauen wir mal. Also, ich habe mir hier, wo habe ich denn mein Bügelchen hingepackt? Da haben wir es. Da habe ich mir aufgeschrieben, wie das Ding jetzt so ungefähr aussieht. Also, da kommt jetzt, das wird so 55 mm hoch. Da kommt ein Ring. Das heißt, ich zeichne jetzt wieder so einen Ring hier. Der kriegt aber andere Maße. Okay, dann machen wir ein neues Objekt. Ich bin also im Objektmodus und dann machen wir Shift A. Mesh, da machen wir wieder einen Zylinder. Und gehen wir in die Aufsicht. So, der im Edit-Mode, der wird schön dünn, ähnlich wie das Teil hier. Das heißt, S nur Z und dann, das ist jetzt 2 mm, 0,51 mm, 0,25, machen wir ruhig mal 0,5. So, GZ. Dann wird das erstmal die 55 mm nach oben gehoben. Da soll der hin. Und dann können wir den jetzt entsprechend skalieren. Und zwar, wenn ich das Mikrofon nehme, das habe ich auch in meinem Büchelchen. Ich kann da jetzt nicht dran messen, weil da spreche ich gerade rein. So, das wird innen 32 mm, außen 40. So, der ist hier außen jetzt wieder die 2 mm Durchmesser. Das heißt, wenn das 40 werden muss, dann müssen wir das mal 20 skalieren. So, da kommt der Ring hin. Dann geht man wieder her und okay, Z machen wir. Da gehen wir einmal Steuerung Z, machen wir nochmal S, Shift Z und dann die, der soll ja 40 werden, also 20 mal so hoch. So, dann können wir jetzt wieder diese Flächen hier rausschmeißen. Only Faces. Faces, dann hier oder Steuerung A oder Taste A, so alles selektiert, dann wieder E, X, 0 und dann S, Z und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was für ein Maß nehme ich denn da? Also der ist ja jetzt 40 und der soll 32 werden. Also 40 durch 32 sind durch 1,25 S'. So, S'(Z). Einmal Steuerung Z, Steuerung Z. So, jetzt haben wir wieder nur den S'(Z). Und dann kann man jetzt hier einmal die Geteiltaste drücken. Und dann, was hatte ich im Rechner ausgerechnet? 40 durch 32, 1,25. Okay. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Mal gucken. Das ging früher mal, ist vielleicht von der Bedienung anders geworden. Das heißt, ich rechne jetzt
40, 32 durch 40, 0.8. Okay, das tut es genauso. S'(Z), S'(Z), 0.8. So, das wäre jetzt der Ring, den wir da brauchen. Und gucken wir mal. Also FreeCAD ist hier immer noch am Rödeln. Also keine Chance, nutze sie. Wir gehen wieder in Blender und jetzt machen wir hier die Verbindung rein. Das heißt, ich muss jetzt hier sowas rein konstruieren. Das machen wir als ein einzelnes Objekt. Das heißt, wir sind im Object Mode, machen eine neue Sache rein. Das machen wir ruhig als Zylinder. SZ. Aber gucken wir uns erstmal von der Seite an. So, im Edit Mode GZ. Und zwar genau einen. Also wenn ich jetzt hier S mache, dann geht er nur noch in die eine Richtung und dann können wir jetzt SZ, SZ, dann können wir den genau bis da oben hinlaufen lassen oder aber im Edit-Modus einfach das hier selektieren. Wichtig ist da, den X-Ray-Modus anzuschalten und dann GZ und dann bewegen wir das bis hier oben hin. So, jetzt gucken wir uns das einmal so an. Den bewegen wir jetzt komplett ruhig im Edit-Mode. Alles selektiert. GX und dann bewegen wir das hier bis auf diesen Ring. Dann selektieren wir hier einfach das hier oben. Wir sind noch im Edit-Mode, aber im Flächenselektionsmode. Das heißt, da müssen wir auf den wechseln. X-Ray ist an. Dann GX. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Können wir uns aber auch von oben anschauen. GX. Und dann machen wir das hier so schön in die Mitte. Bis da. Okay. Dann haben wir, so wird das niemals zu drucken sein. Und vor allen Dingen, da müssen mehr von diesen Teilen rein. Das wird so rum gedruckt und hier dieser Ring, der wird in das Mikrofon geklemmt zwischen dem sogenannten, heißt das Coiling oder jedenfalls diesem Gitter-Teil, was man abschrauben kann, und dem Mikrofon selbst. Gut, FreeCAD weiterhin tote Hose. Also machen wir hier weiter. Einmal Aufsicht. So, da haben wir diesen Zylinder hier. Man kann den jetzt hier auch vernünftige Namen geben. Also das hier, das ist Taste F2. Das ist Pop-Filter. So, das Teil hier ist der Rand und das Teil ist der Mic-Ring, nennen wir das einfach. Das hier, das nennen wir Verbindung. So, jetzt mache ich einfach Folgendes. Wir haben hier den Mittelpunkt da sitzen. Ich stelle hier um auf 3D Cursor und dann machen wir Shift D, X0
und dann einmal R. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viel von den Teilen möchte ich denn machen. Ich mache einfach 3. Das heißt, da sagt er jetzt minus 120. Ich kann aber auch hier hindrehen, 120. Also machen wir ruhig hier einmal und dann tippen wir ein, minus 100. Ja. Und nochmal Shift D. X0 und dann R. Und dann haben wir 240. So, jetzt habe ich das Teil fertig konstruiert und kann das so verbinden. Das können wir auch als Booleans wieder machen. Das heißt, ich nehme den Pop-Filter, verbinde den mit dem Rand. Das heißt, Pop-Filter, das ist immer noch ein Boolean. Da machen wir mal Apply. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. So, da sind wir fertig. Dann haben wir den Pop-Filter, kein Boolean mehr, aber ich mache jetzt hier einen neuen Boolean. Und zwar, das machen wir einfach eine Union und dann mit wem soll der verbunden werden? Mit dem Rand. So, dann können wir den Rand unsichtbar machen. Dann ist das hier ein Objekt. Und dann verbinden wir das hier. Dann machen wir einen neuen Boolean. Und zwar, den verbinden wir mit der ersten Verbindung. Aber keine Differenz, sondern eine Union. So, dann ist der verbunden. Dann haben wir noch ein Boolean. Union. Und wir können schon mal den hier unsichtbar machen. Das zweite Objekt gibt dann wird die zweite Verbindung. So, dann sind wir auch fertig. Und dann machen wir noch ein Boolean rein. Add Modifier Boolean. Und Objektverbindung 002. So, wenn das hier wegklappt, dann ist das fertig. Dann können wir den auch unsichtbar machen. Jetzt machen wir noch die letzte Boolean rein. Add Modifier Boolean. Und zwar mit dem Mic-Ring. Das heißt auch eine Union. Da habe ich noch vergessen, auf Union zu stellen, sehe ich gerade. Dann machen wir das mal fix. Und hier wählen wir jetzt noch den Mic-Ring aus. So, dann können wir den Mic-Ring auch unsichtbar machen. Ich stelle das hier mal um wieder auf undurchsichtig. So, und dann haben wir hier unseren Pop-Filter fertig konstruiert. Und jetzt können wir einfach hierher gehen und von oben oder von unten, das spielt glaube ich mittlerweile keine Rolle mehr, einfach hier auf Apply drücken und die einzelnen Booleans fertig berechnen lassen.
oh Wunder, FreeCAD ist hier fertig geworden mit dem Extrudieren dieser vielen Werte hier. Das können wir jetzt unsichtbar machen. Und dann machen wir gleich weiter. Ich gehe jetzt aber gerade mal hier rein, machen wir das fertig. So, dann haben wir hier Apply. 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 Und dann haben wir den Popfilter in Blender fertig. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Ich mache die mal wieder sichtbar. So, da muss jetzt ganz einfach auch so ein Kreis drauf konstruiert werden. Das heißt, das machen wir wieder im Draft-Modus. Das heißt, wir stellen hier um auf Draft und machen das unsichtbar und zeichnen hier einen Kreis rein. Der kommt auf 0, 0, 0 und dann kriegt der einen Radius und da habe ich ja, wenn ich das richtig sehe, 38 mm genommen. Das machen wir hier jetzt auch. 38 mm. Das ist jetzt der Kreis, der wird wieder im Part-Modus hier extrudiert. Und zwar diesmal nur in eine Richtung. Und zwar, da habe ich glaube ich 0,5 mm genommen. Und dann können wir einfach OK klicken und dann ist das der Extrud. Und da haben wir den anderen Extrud, von dem das abgezogen werden soll. So, jetzt können wir im Part-Modus hergehen, den bitte und den davon abziehen. Und die Funktion, das ist diese hier, die nennt sich Differenz. Und da kann ich schon wieder die Stoppuhr starten. Reset. Wieso er das jetzt so macht, das weiß ich auch nicht. Mode. Current Time. Stopwatch. Reset. So, jetzt läuft es los. Und da ist jetzt wieder weltweites Warten angesagt. Hier sind wir schon längst fertig. Das heißt, ich kann jetzt das Teil hier selektieren. Hier im 3D Print, das muss man sich reinfügen über Preferences, Add-ons. Dann gibt man einfach hier ein Print und dann hat man hier unter Mesh 3D Print Toolbox macht man hier einen Stern, so ein Häkchen dran und schon hat man das installiert. Und dann kann ich jetzt einmal die Datei speichern, die Blender-Datei. Save as, das machen wir ins Verzeichnis Blender. Muss ich mal gerade schauen. Blender und dann machen wir hier ein Unterverzeichnis. Filter. Und das heißt jetzt auch Pop-Filter. Ist gespeichert und dann können wir hier einfach bei 3D Print sagen Export als STL. Einmal dahin klicken und schon haben wir die Datei erzeugt. Einmal Cura aufrufen. Wir gucken mal. FreeCAD ist immer noch kräftig am Rödeln. Also machen wir hier weiter. Ich hoffe jetzt, er hat das nicht hier aufgemacht. Das Cura, das müssen wir gleich mal schauen, wo das jetzt letztendlich hochkommt. Sonst muss ich das auf meinen Oberflächen verschieben. Oh, da ist es. Gut, dann gehen wir jetzt hierher, Steuerung O. So, der hat jetzt einiges zu tun, weil er im Hintergrund ja noch FreeCAD rechnet.
Okay, da sind wir. Da haben wir Verzeichnis Blender, Popfilter, da haben wir diese Popfilter STL. So sieht das Ganze aus. Das kann man einfach ignorieren. An sich sollten da keine Fehler drin sein. Der markiert wahrscheinlich hier vorne irgendwas. Aber kommt da trotzdem in den meisten Fällen mit klar. So, das würde ich jetzt drucken mit einem Tree Support. Das heißt, ich gehe einmal hier nach unten bei Support und dann Touching Build Plate. Und das muss ich, glaube ich, freischalten. So, gucken wir uns das mal hier. Configure Cura. Das ist bei mir hier so, dass der das so falsch anzeigt. Dann haben wir hier Settings. Und dann gucken wir mal bei Support Infill Material Speed Travel Cooling Support. Support Structure. Okay, da kann man Tree einstellen, wenn man das ausgewählt hat. Gehen wir her und dann haben wir hier bei Support Structure Tree, Touching Build Plate und dann lassen wir das Ganze mal slicen. Nee, so gefällt mir das nicht, weil das nicht... Der kriegt also das da nicht korrekt. Da müssen wir noch was umstellen, und zwar Walls. Print Thin Walls. Jetzt merkt man hier, da hat er schon ein bisschen mehr zu tun. Ob das einen guten Popfilter gibt, das kann ich nicht sagen. Gucken wir uns mal an. Eine Stunde 41 Minuten und dann sollte das Ganze so druckbar sein, wobei ich nicht sicher bin, ob er diese schrägen Dinger hier so hoch kriegt. Theoretisch kann man das aber auch zwei getrennt drucken und hinterher zusammenkleben. So, jetzt gucken wir nochmal nach FreeCAD. Also wie gesagt, der ist immer noch am Rödeln. Ich werde da jetzt auch nicht mehr, der wird wieder eine Stunde oder sowas brauchen. Also solche Sachen macht man wirklich besser in Blender, weil es eindeutig schneller geht. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!